möchte gerne unseren nächsten Gast vorstellen. Er kommt aus Bristol. Okay. Er kommt aus Bristol. Es handelt sich um Danny Kushlick. Danny Kushlick, ich sage Ihnen ein paar Dinge zu seiner Person, bezeichnet sich auch selbst als Politaktivist und ist Gründer der Transform Drug Policy Foundation 1997. Und er befasst sich auch mit dem Thema unter anderem, was kostet eigentlich dieser Krieg gegen die Drogen? Und da gibt es eine Kampagne, die heißt Count the Costs. Und Transform, das ist der Laden, den er vorstellt, hat diese Kampagne initiiert. Danny Kushlick wurde im Jahr 2010 bei den bei den Wahlen in Bristol aufgestellt, mit seinem Hauptthema Legalisierung und Regulierung von Drogen. Es wird nicht so sehr verwundern, er wurde dann aus dem Wahlprogramm gestrichen. Gut, und last but not least, er ist ein regelmäßiger Kommentator zur Drogenpolitik in Print- und Rundfunkmedien von Guardian, Observer, BBC und so weiter. So firstly, I'd like to say thank you to Akzept for inviting me to speak here. It's an exciting time in drug policy. Also es möchte ich Akzept dafür danken, dass Sie mich eingeladen haben, zu sprechen. Es ist wirklich eine aufregende Zeit, was die Drogenpolitik betrifft. So I'm the founder and head of External Affairs for Transform. We're a UK-based think tank and campaign for the responsible control of currently illicit drugs. Ich bin Gründer und Leiter der außerbetrieblichen Angelegenheiten von Transform. Das ist eine britische Denkfabrik. Und wir kämpfen für verantwortungsvolle Kontrolle von gegenwärtig illegalen Drogen. And we think that this could be achieved globally by the year 2020. Und ich denke, dass wir das im Jahre 2020 flächendeckend auf der ganzen Welt einführen können. We're optimists. Wir sind nämlich Optimisten. I'm sorry, I only know 2 words in German. Eichhörnchen and Geschwindigkeitsbeschränkung. Ich bin leider nur 2 Worte auf Deutsch, nämlich das Eichhörnchen und die Geschwindigkeitsbeschränkung. And I don't think they'll be particularly useful today. Und ich glaube kaum, dass Sie mir heute hierfür nutzen werden. Sadly, I need to leave at 3 o'clock today. I can't stay for the whole conference. Please come and talk to me if you want to before I go. Ich muss leider um 15 Uhr hier euch verlassen. Ich kann also nicht die ganze Zeit hier bleiben. Wenn Sie aber mit mir sprechen wollen, sprechen Sie mich an. Jederzeit gerne. So, Heino has presented the problem with prohibition. I'm going to be talking about what is the simple solution. Heino sprach schon über das Problem und ich stelle Ihnen von eine, was ich glaube, ganz einfache Lösung vor. So, Heino talked mainly about the health costs of prohibition, but there are very many more costs, which are outlined in a report that we produced called the Alternative World Drug Report, Counting the Costs of the War on Drugs. Heino hat schon über die Gesundheitskosten gesprochen der Prohibition, aber es gibt noch sehr, sehr viele mehr Kosten und diese Kosten werden in diesem Büchlein dargestellt, das gerade hochgehoben wird. It's only available in Spanish and English at the moment, but enjoy. Leider gibt es es nur in Spanisch und Englisch, trotzdem würde ich Ihnen vorschlagen, sich mal durchzulesen. So, drug control exists on a continuum from heavily enforced prohibition at one end to commercial free markets at the other. Drogenkontrolle kann man mit einer Brücke beschreiben. Sie geht von einem streng durchgesetzten Verbot einerseits bis zum freien kommerziellen Markt andererseits. So the graphic shows how the extremes at either end are associated with the highest levels of health and social harm. Die Grafik zeigt, wie die Extreme an beiden Enden zu den höchsten Gesundheits- und sozialen Schäden führen. In the middle is best practice in responsible regulation. This is because, ironically, neither prohibition nor free markets responsibly control supply, production or use.
In der Mitte befindet sich die Best Practice, die eigenverantwortliche Regulierung und die verantwortungsvolle Regulierung. Dies liegt ironischerweise darin begründet, dass weder Verbot noch freie Märkte Herstellung, Bereitstellung oder Gebrauch verantwortungsvoll kontrollieren können. So at the left-hand end, prohibition gifts the drugs market to organised criminals and unregulated dealers, violent, profit-maximising entrepreneurs. And at the other end, the laissez-faire commercialised markets for drugs such as alcohol, tobacco and legal pharmaceuticals gift the market to non-violent but often unprincipled profit-maximising entrepreneurs. In der linken Hand, also wenn Sie sich das mal ansehen, schenkt das Verbot dem organisierten Verbrechen und unkontrollierten Dealern den Drogenmarkt. Das sind gewaltbereite Unternehmer, die nur auf Gewinn ausgerichtet sind. Und am anderen Ende des Spektrums, das sehen Sie da, verschenkt die Laissez-faire-Attitüde den kommerziellen Märkten für Drogen wie Alkohol, Tabak und Tabletten den Markt. Und der geht dann an gewaltlose, aber häufig undisziplinierte Unternehmer, die ebenfalls nur gewinnorientiert sind. So what becomes clear is that at both ends of the spectrum, drugs are effectively deregulated. And the aim of effective drug control policy is to apply regulation responsibly in order to reduce health and social harms, to move towards the center of the graphic. Also man muss deutlich sagen, dass an beiden Enden die Drogen eigentlich unreguliert sind. Und Ziel einer wirksamen Drogenkontrollpolitik ist verantwortungsvolle Regulierung, um Gesundheits- und soziale Schäden zu senken und damit sich genau in die Mitte dieser Grafik zu bewegen. So here we have examples of medical heroin, medical cocaine, medical cannabis. None of the production or transit in these drugs is associated with any significant crime or security problems. It's clear that we already know how to produce these drugs, and expanding this production into a non-medical supply model would, I suggest, therefore be relatively non-problematic. Also da haben wir einige Beispiele, das können Sie sehen, dass alles, was reguliert ist, der Tabak, das Kokain und diese ganzen Sachen, ja. Und das ist natürlich auch, dass man die schon herstellt. Das bedeutet auch, dass wir eigentlich wissen, wie es geht. 50% of global opium production is legal and regulated. In the UK, 3,500 hectares of land is under cultivation for the production of opium. Also 50% der weltweiten Opiumproduktion ist legal, ist reguliert, und in Großbritannien ist es schon so, dass Opium legal auf 3.500 Hektar angebaut wird. Cocaine is also legally produced for medical use. Cannabis is already produced by federal governments in the US and Canada. And a range of other pharmaceutical products are already regulated, like, for instance, amphetamines. Also Kokain wird ebenfalls legal für medizinische Zwecke hergestellt. Cannabis wird bereits von den Regierungen in den Vereinigten Staaten und Kanada hergestellt. Und viele andere Pharmazeutika werden ebenfalls ganz legal hergestellt, zum Beispiel Amphetamin und ähnliche Sachen. So we also have tobacco and alcohol, which are examples of drugs legally regulated for non-medical use. But we have to say that they have been irresponsibly regulated, with too much room for manoeuvre given to the industry and not enough control for governments. Dann haben wir noch Tabak und Alkohol. Das sind Beispiele von Drogen, die legal für nicht-medizinische Verwendung reguliert sind. Aber wir müssen einräumen, dass diese unverantwortlich reguliert wurden, mit viel zu viel Spielraum für die Industrie und zu wenig Spielraum für die Regierungen. So these are this is the blueprint. Also ist die Blaupause. That Heino mentioned earlier. The English version has been downloaded 500,000 times from the internet. It's clearly something that the world is ready for. Also das wurde ja schon beim Vorredner erwähnt, das war die Blaupause, und sie ist schon mehr als 500.000 Mal vom Internet runtergeladen worden. Das bedeutet tatsächlich, die Welt hat darauf gewartet. So what is regulation? We can regulate
this is what you can do. We regulate risky products and behaviours. That's a primary function of government. Regulation is the norm. Prohibition is the radical experiment. Legalisation is not radical. We regulate activities that take place outside of a regulatory framework remain prohibited. There is still a place for enforcement. Regulation is distinct from unregulated free markets. Also um was geht es eigentlich bei der Regulierung? Wir wollen risikoträchtige Produkte, risikoträchtige oder gefährliches Verhalten regulieren. Und das ist eigentlich etwas, was die Regierung hauptsächlich machen sollen. Und wir sagen, Regulierung ist die Norm. Prohibition, das ist eine radikale Angelegenheit. Und wenn man die Prohibition nicht mehr hat, dann wird die Sache entradikalisiert. Dann ist es so, dass auch noch die Aktivitäten, die außerhalb des regulatorischen Rahmens durchgeführt werden, immer noch verboten sind. Und dann muss man ganz deutlich sagen, bei Regulierung handelt es sich nicht um unregulierte freie Märkte. So in terms of what we can regulate, we're potentially talking about all aspects of the market, from production through to supply and consumption. We can regulate production and transit, the products, the dosage, the preparation, the price and the packaging, the vendors, licensing, training requirements for vendors, outlets, the location, the appearance, the hours of opening. Crucially, we can also regulate buyers and users. Who has access, age controls, licensed buyer models. This is an idea that rather like you need a license to drive a car, one might need to obtain a license to access certain drugs. And to get that license, you would need to establish that you understand the risks of a particular drug and how to minimize them. Also, was können wir regulieren? Potenziell sprechen wir über alle Aspekte des Marktes, von der Herstellung bis zur Abgabe bis zum Gebrauch. Also, was können wir regulieren? Die Herstellung und die Weitergabe, die Produkte, das betrifft die Dosierung, die Präparate, die Preise und Verpackungen, die Verkäufer selbst, Lizenzierung unter der Voraussetzung, dass sie geschult sind, die Räumlichkeiten, Standort, Aussehen, Öffnungszeiten und wichtig ist, was wir sonst noch regulieren können, nämlich die Käufer und die Konsumenten. Wer hat Zugang? Da gibt es eine Alterskontrolle, ein Modell der lizenzierten Käufer, das ist eine Idee. Und genau wie man, zum Beispiel wenn Sie ein Auto fahren wollen, brauchen Sie einen Führerschein. Und genau kann man eine Lizenz erhalten, um Drogenprodukte zu kaufen. Um diese Lizenz zu erhalten, muss man halt nachweisen, dass man die Risiken einer bestimmten Droge kennt und weiß, wie man diese minimiert. So we've suggested that there are 5 basic models for drug supply. Going from the most to the least restrictive. Firstly, we have a medical prescription and supervised venue model. This would be for the most risky drugs, most obviously injectable heroin. This model is already allowed within the global legal framework as it comes under the medical exemption and is already well established in a number of European countries. Also wir haben 5 Grundmodelle. Wenn man sich mit den restriktiven zu den am wenigsten restriktiven bewegt, dann haben wir zuerst das Modell einer medizinischen Verschreibung in einem überwachten Raum. Das gelte für die gefährlichsten Drogen, zum Beispiel Heroinspritzen. Dieses Modell ist bereits im globalen rechtlichen Rahmen erlaubt, das unter medizinische Ausnahmen fällt und in einigen europäischen Ländern existiert, mit Projekten in Kanada. Second model, we've called a specialist pharmacist sales model. This is essentially a retail model but uses medically trained individuals as gatekeepers. We've suggested that this model could be appropriate for moderate risk drugs, perhaps ecstasy, cocaine and other stimulants. Also dieses Modell, das haben wir mal das Modell des spezialisierten Apothekenverkaufs genannt. Das ist eigentlich ein Einzelhandelsmodell. Und man könnte es unter gewissen Umständen, haben wir so diesen Türhüterweg nennen. Und dieses Modell wäre geeignet für moderat gefährliche Drogen. Darunter könnten auch Ecstasy, Kokain und einige andere Aufputschmittel fallen.
Moving down, we have a broad category for licensed retail. This is very flexible and would include a range of regulatory options applied as appropriate. This could be used for less risky drugs such as cannabis and some weaker stimulant drugs. Dann haben wir ein weiteres Modell, das zum Beispiel nicht so restriktiv ist und das man benutzen kann für die weniger gefährlichen Drogen. Zum Beispiel darunter fällt auch Marihuana, also Cannabis. For the least risky drugs such as caffeine, energy drinks or coca tea, we have an unlicensed sales model under which products are only subject to conventional trading standards and controls. Also für die am wenigsten gefährlichen Drogen, wie zum Beispiel Koffein, Energiedrinks, Coca-Tee, da haben wir ein nicht lizenziertes Verkaufsmodell, bei dem die Produkte nur den konventionellen Handelsnormenkontrollen unterliegen. Responsible regulation would ban all advertising of all drugs and also remove drugs from retail outlets that were non-drug specific. The caricature of those supporting legalization is that we wish to see drugs sold in sweet shops. Also bei einem verantwortungsvollen Verbot werden natürlich auch sämtliche Drogenwerbungen verboten. Drogen sollten auch aus Einzelhandelsgeschäften, die keine Apotheken oder Drugstores sind, entfernt werden. Und diejenigen, die eine derartige Regulierung befürworten, werden oft als Befürworter des Drogenverkaufs in Süßwarenläden verspottet. The irony, at least in the UK, is that drugs are already sold in sweet shops, namely alcohol and tobacco. Neither of them should be. Alcohol is not a food, it's a drug. Ironischerweise ist es besonders in Großbritannien so, dass die Drogen bereits in Süßwarenläden verkauft werden. Das heißt Alkohol und Tabak. Beide sollten doch nicht verkauft werden, denn Alkohol ist kein Nahrungsmittel, es ist eine Droge. Part of the beauty of legalizing drugs is that policymakers and the public have a blank sheet in terms of how we develop policy. It's a huge opportunity to responsibly regulate both currently prohibited drugs and ones that have been legally available for hundreds of years. Also was so schön bei der Legalisierung von Drogen ist, dass Politiker und die Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt, wie sie die Politik gestalten wollen, in den Händen haben. Es ist eine große Chance, sowohl gegenwärtig verbotene Drogen als auch solche, die seit Jahrhunderten von Jahren legal erhältlich sind, zu regulieren. That's what it would look like. Und so sähe es dann aus. Now, this is no longer a theoretical discussion. Drugs are being moved from prohibited regimes into regulatory ones, most notably with cannabis in the US and Uruguay. In the US through statewide ballots and in Uruguay through presidential edict. Also das ist jetzt keine theoretische Diskussion mehr, die wir führen, denn Drogen verlagern sich von einem Verbotssystem in ein geregeltes System, insbesondere Cannabis in den Vereinigten Staaten und Uruguay. In den USA wird es gemacht über bundesstaatsweite Befragungen und in Uruguay einfach nur durch den Erlass des Präsidenten. And this is new. Non-medical legal regulation of production and supply of cannabis in the US and Uruguay puts those countries in direct breach of the international conventions and will need some significant diplomacy to resolve, although obviously we know the US can do what it wants in the international arena. Und das ist neu. Die nichtmedizinische legale Regulierung der Herstellung und der Abgabe von Cannabis in den USA und Uruguay bedeutet, dass diese Länder die internationalen Abkommen direkt verletzen. Und man braucht diplomatisches Fingerspitzengefühl, um das wieder ins Lot zu bringen. Nun ja, die USA können so oder so international machen, was sie wollen. The Uruguayan plan will make the marijuana trade a state monopoly sometime next year, with 18 being the legal age for purchase and buyers needing to register on a central database and limited to 40 grams of cannabis a month. Washington and Colorado will both operate commercial operations for production and supply, with 21 as the legal age for purchase. Colorado has a more commercial model than Washington does. Also der Plan aus Uruguay verstaatlicht irgendwann nächstes Jahr den Marihuana-Handel als Monopol.
Käufer müssen dann mindestens 18 Jahre alt sein und sich in eine zentrale Datenbank eintragen und sie erhalten maximal 40 Gramm im Monat. In Washington und Colorado werden auch kommerziell die Herstellung und Abgabe von Drogen betreiben. Käufer müssen 21 Jahre alt sein. Der kommerzielle Charakter ist in Colorado noch deutlicher ausgeprägt als in Washington. Dutch coffee shops have been in existence since the mid-70s and have helped split the different drug markets. The Netherlands has lower levels of drug use than comparable European countries. Die holländischen Coffeeshops gibt es ja schon bereits seit Mitte der 70er Jahre und sie tun dazu bei, die verschiedenen Drogenmärkte zu unterteilen. In den Niederlanden werden weniger Drogen konsumiert als in vergleichbaren europäischen Ländern. Spanish cannabis social clubs have been around since the late 90s and are not-for-profit cooperatives with a limit on the amount that you can buy daily. There are now 300 of these clubs. In Spanien gibt es sogenannte Cannabis-Clubs seit den späten 90er Jahren. Das sind gemeinnützige Genossenschaften, die die Menge, die man täglich kaufen kann, beschränkt. Davon gibt es zurzeit 300. New Zealand has recently passed legislation to enable new psychoactive substances to be put through a licensing process. Although it's too early for any drugs to have gone through it yet, we understand that 15 or so applications have been made for drugs to be regulated through that system. Neuseeland hat soeben ein Gesetz erlassen, dass psychoaktive Substanzen ein Lizenzierungsverfahren durchlaufen dürfen, obwohl es für jede Droge noch zu früh ist, das Verfahren abgeschlossen zu haben. Unserem Verständnis nach sind 15 Anträge zur Deregulierung von Drogen dort eingegangen. Okay, so how do we move forward? Responsible drug regulation involves moving drugs into regulatory frameworks that firstly reduce health and social harms to the lowest levels possible, and second, maximize the opportunities to creatively meet the challenge posed by the production, supply, use and misuse of drugs. Also wie geht es denn jetzt weiter? Die verantwortungsbewusste Deregulierung bringt Drogen in einen regulatorischen Rahmen, der erstens Gesundheits- und sozialen Schaden möglichst herabsenkt und zweitens die Chancen zur kreativen Bewältigung der Herausforderungen, die sich durch Herstellung, Abgabe, Konsum und Missbrauch stellen, maximiert. Getting the balance right is critical. If the system is too restrictive, the problems of the criminal market will continue. If the system is not restrictive enough, there is a risk of increased use and related health harms. Also, was wir brauchen, ist das richtige Gleichgewicht. Wenn das System zu restriktiv ist, werden die Probleme eines kriminellen Umfelds bestehen bleiben. Wenn das System zu wenig restriktiv ist, besteht das Risiko des verstärkten Konsums mit den nachfolgenden gesundheitlichen Schäden. For practical and political reasons, starting with a more restrictive system is sensible. Aus praktischen und politischen Gründen macht es Sinn, mit einem eher restriktiven System zu beginnen. Alcohol prohibition in the US and its re-commercialization are both highly instructive. Die Alkoholprohibition in den Vereinigten Staaten und die Wiedereinführung des Alkoholverkaufs haben uns viel gelehrt. Lastly, close scrutiny and evaluation on a range of key performance indicators is vitally important. Und es ist doch so, dass eine Reihe von Kennzahlen unabdingbar strikt überprüft und bewertet werden müssen. We must gain political support for regulation. In March this year, I attended a conference organised by the Friedrich-Ebert-Stiftung titled "Being Tough is Not Enough, Curbing Transnational Organised Crime," where over the course of 2 days we explored the interrelationship between drug policy and organised crime. Und was ganz wichtig ist, man braucht die Unterstützung durch die Politik für eine Regulierung. Im März dieses Jahres war ich auf einer Konferenz mit dem Titel "Being Tough is Not Enough", die Bekämpfung des internationalen organisierten Verbrechens, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert war. In 2 Tagen untersuchten wir die Wechselwirkung zwischen Drogenpolitik und organisiertem Verbrechen. The FES is proactively looking at alternatives to prohibition and supporting
the development of responsible drug control. It is incumbent on us all to continue to support initiatives like these that engage at the highest political level, do away with failed drug war policies and replace them with responsible drug regulation that controls drugs in a way that is just, effective and humane. Thank you. Die Friedrich-Ebert-Stiftung sucht proaktiv nach Alternativen zum Verbot und unterstützt die Erarbeitung einer verantwortungsbewussten Drogenpolitik. Uns allen obliegt es, weiterhin Initiativen wie diese zu unterstützen, die in den höchsten politischen Ebenen angesiedelt sind, eine gescheiterte Politik der Drogenkriege hinter uns zu lassen und diese durch eine verantwortungsbewusste Regulierung zu ersetzen, die Drogen gerecht, wirksam und human kontrolliert. Ich danke Ihnen. Danny Kushlick, thanks a lot for your interesting presentation. Ich glaube für uns, was mir gefallen hat vor allen Dingen, ist nochmal ein wenig weg von der Sichtweise schwarz und weiß, black and white, reguliert oder gar nicht reguliert, sondern dieses zu gucken, wie können wir von beiden Teilen ein intelligentes System schaffen, um die Folgeschäden zu minimieren. Das fand ich sehr schön vorgetragen und präsentiert und für mich zumindest auch sehr interessant. Auch jetzt stelle ich meine Standardfrage, die ich jetzt bei jedem Vortrag stellen werde. Gibt es aus dem Auditorium Nachfragen, Hinweise? Hat Ihnen noch irgendjemand was zu sagen? Also wenn Sie das Publikum glücklich sind, bin ich auch glücklich. Bitte schön. Vielen Dank für die zwei wunderbaren Vorträge, die doch für mich als Praktiker, Jansen aus Berlin, substituierender Arzt, mal wieder zeigt, dass es noch mehr gibt als den eigenen Schreibtisch und den Vergabetresor. Ich habe noch mal eine Frage, die ich in Deutsch stelle, mit Rücksicht auf die nicht englisch sprechenden Teilnehmer. Wie schätzen Sie die Kontrollregularien in den Ländern in Skandinavien ein oder auch in Kanada, die ja Alkoholabgabe kontrollieren? Ist das ein angemessener Umgang für Sie? Und zweitens, die derzeitigen nochmal verschärften Bemühungen auf europäischer Ebene zur Tabakprävention oder zur Eindämmung des Tabakkonsums. This is still on, yeah. Okay. The models from Scandinavia look strong. They're certainly much stronger than the models that we have in the UK. Also die Modelle, die es in Skandinavien gibt, sehen stark aus. Sie sehen auf jeden Fall stärker aus als die Modelle, die wir in Großbritannien haben. But what we mustn't forget is that drug policy doesn't exist in a vacuum. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Drogenpolitik nicht sich in einem luftleeren Raum befindet. The UK has the lowest level of well-being in the industrialized world, along with the United States. Also in Großbritannien ist es so, dass was die Industrienationen betrifft, es mehr oder weniger, dass sie am wenigsten sich wohlfühlen. Und das ist natürlich auch der Fall in den Vereinigten Staaten, also Well-being, das Wort. So cementing the special relationship. Das heißt also, da gibt es eine gewisse Beziehung zwischen den beiden Ländern. And whilst many Scandinavian countries have very high levels of well-being. Also in vielen skandinavischen Ländern, da geht es vielen Leuten sehr gut. So what you're looking at there is a combination of societies that are very healthy
together with strong regulation. Also was sieht man in den skandinavischen Ländern? Das ist eine Gesellschaft, die sehr gesund ist und trotzdem sehr stark reguliert ist. So putting strong regulation into countries with low levels of well-being is not going to provide the same levels of benefit that you get when you put it into a country where it has high levels of well-being. And I think we just need to understand that. Wenn man also eine starke Regulierung in Länder hineinbringt, wo die Leute nicht so einen hohen Lebensstil haben, dann wäre der Nutzen in diesen Ländern geringer, als er ist in Ländern, wo es den Leuten wirklich gut geht. Und das muss man einfach verstehen, diesen Zusammenhang. Obviously, the counter to that is if you put very low levels of regulation in countries where there are low levels of well-being, which is what we have in the UK, you've got a nightmare on your hands. Andersrum kann man natürlich auch sagen, wenn man sehr wenig Regulierung in Länder einführt, wo auch der Standard, also wo es den Leuten auch nicht so gut geht, dann hat man einen Albtraum. Und den haben wir gegenwärtig in Großbritannien. Does that answer your question? Ist damit Ihre Frage beantwortet worden? Gibt es weitere Fragen? Heino, bitteschön. Eine Frage, die sich mir stellt, wie schätzt du das ein, die Polizei, die International Narcotics Control Board, die Polizei, die im Grunde genommen die Weltpolizei bildet, um das globale Verbotssystem durchzusetzen, die wird sich jetzt neu aufstellen müssen. Wie wird die reagieren, wenn jetzt mehr und mehr Länder oder Staaten in den Ländern herausbrechen und das Ganze ad absurdum geführt wird? The reason why the organisation that I set up is called Transform is because changing policy from drug war to drug regulation is a transformation. Also der Grund, warum die Organisation, die ich gegründet habe, Transform sich nennt, weil nämlich die Änderung der Politik, das heißt von einem Krieg gegen die Drogen in eine Regulierung, eine Transformation ist. So it involves one of the major things it involves is a shift of the responsibility for drug policy from enforcement to health. Also was man braucht, ist, man braucht einen Wandel der Drogenpolitik, und zwar, dass das nicht mehr durchgesetzt wird, sondern muss den gesundheitlichen Aspekt an erste Linie stellen. And at the international level, that means moving the control for drugs globally from the UN Office on Drugs and Crime to the World Health Organization. Und auf internationaler Ebene bedeutet, dass man die globale Drogenkontrolle nicht mehr bei dem UN-Organ für Drogen und Kriminalität ansiedelt, sondern bei der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. So in the same way that legalizing and regulating means that many criminals who currently work in the drugs trade will need to go and find something else to do. Das bedeutet, wenn man das also alles legalisiert und reguliert, dann haben wir eine ganze Menge von den Kriminellen, die jetzt im Drogenhandel aktiv sind, die müssen einen neuen Job finden. The people who work in the UN Office on Drugs and Crime, like the International Narcotics Control Board, will also go and have to find something else to do. Now, what they could do is become they could become the international drug regulators rather than the international drug warriors. Also diese UN-Agentur, also dieses Organ für
gegen die Drogen und das hat natürlich auch mit dem internationalen Drogencontrol-Board zu tun. Nun, die könnten sich auch wandeln. Sie könnten nämlich die internationalen Drogenregulatoren werden, anstatt internationale Drogenbekämpfer. But given the trajectory, the way that policy is going to shift, they really ought to be looking at finding new jobs. Also wenn man sich mal den Weg ansieht, das heißt den Weg, den die Politik gehen wird, dann müssen sich diese Leute tatsächlich einen neuen Job suchen. Ich will mal ganz schauen, wie viel haben wir hier vorne Nummer 1 und 2, danach, wir haben es gleich mal. 2 questions, okay? Bitte. Keine Frage, sondern eine Anmerkung. Weil sonst versteht sie leider niemand und das hätte ich gerne wieder zurück. Ich wollte es nicht mitnehmen. Also eine Frage, die ich habe oder eine Anmerkung, dass es uns nicht ausreichen wird, wenn wir uns nur mit der Frage Legalisierung bzw. Regulierung in Zukunft befassen werden, sondern dass es auf anderer Seite auch darum gehen muss, Konsumkompetenzen zu entwickeln. Die haben wir nicht im Alkoholbereich, da ist jetzt zwar freigegeben und jeder kann saufen, wie er möchte, aber die Frage tatsächlich auch zuzulassen, dass ich einen vernünftigen Umgang mit Suchtstoffen, welcher Art auch immer, oder auch nicht stoffgebundenen Süchten umgehen kann. Das erfordert ein Umdenken in der Prävention und nicht nur in der Frage Legalisierung, Regulierung. For me, the whole issue of prevention needs to be seen in a social policy context. Also für mich ist die ganze Frage der Prävention in den Kontext der Sozialpolitik zu verschieben. What we know from the evidence is that countries that have high levels of well-being, a small gap between rich and poor, a small number of poor people, that they have lower levels of drug misuse. Also eine Sache weiß ich, dass es in den Ländern, wo die Schere zwischen denen es gut geht und denen es nicht gut geht, relativ klein ist, wo die Schere zwischen Armen und Reichen auch relativ klein ist und wo es nicht so viele arme Menschen gibt, da ist das Risiko, Drogen zu nehmen, geringer. So, whilst there is evidence that some prevention programs do reduce misuse, they can't do it on their own. Societies that are sick, like the society that I come from, creates illness, it creates sick people, and sick people will use drugs in ways that are very unhealthy. Also es gibt schon Beweise dafür, dass man mit reinen Präventationsprogrammen den Missbrauch nicht in den Griff bekommt. Also man braucht da noch andere Sachen. Zum Beispiel, es gibt kranke Gesellschaften und ich komme aus so einer Krankengesellschaft und die Krankengesellschaften schaffen kranke Menschen und kranke Menschen werden dann auch Drogen missbrauchen und dann werden sie auch körperlich krank. So when we take away the oversimplistic way of dealing with drug misuse through prohibition, we're presented with some very, very big social challenges. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, den Drogenmissbrauch kann man nicht einfach durch Prohibition bekämpfen, dann stehen wir aber vor großen sozialen Herausforderungen. And prevention, for me, is about prevention of harm. And the way that we do that needs a lot of very complex and fundamental social policy
interventions in order to deal with those issues, particularly ones of the gap between rich and poor and poverty. So for me, those are the issues. They're very complex, and I'm not sure that prevention really captures the complexity of those social issues. Also, wenn ich das Wort Prävention höre, für mich bedeutet das die Prävention von einem Schaden. Und das ist natürlich eine sehr komplexe Sache und das ist auch etwas Fundamentelles, was man über den Eingriff der Sozialpolitik machen sollte. Die Sozialpolitik, die greift natürlich dann auch ein, wenn man versucht, die Schere auf, wie ich schon sagte, zwischen Reichen und Armen etwas zu schließen. Das geht um sehr, sehr komplexe Themen und Prävention als solches ist auch eine komplexe Sache, die auch in soziale Umfelder eingebettet werden muss. So does that help answer your question? No, Ist das beantwortet? not at all, but maybe we'll talk Okay. later on. Okay, good. Okay, thank you. Wunderbar, das passt super. Keine Fragen mehr, unsere Gäste kommen. Hallo, Wir können weitermachen. Oh, sorry. There's one. Ja. Also ich habe weniger eine Frage als eine Kritik an dem Regulationsmodell, was hier gerade vorgestellt worden ist, das ja sehr darauf abgestellt hat, die Substanzen gemäß ihrer Gefährlichkeit, also ihrer toxikologischen Eigenschaften, in verschiedene Gruppen zu sortieren und dann entsprechend unterschiedliche Abgabeformen sozusagen zu offerieren. Also ich glaube, das gibt die Toxikologie einerseits gar nicht her, jetzt so stark zu differenzieren. Und wenn ich mir zum Beispiel Alkohol angucke, sicherlich eine Substanz, die von allen Drogen toxikologisch mit am bedenklichsten ist, die ist muttergen, kanzerogen, reproduktionstoxisch, würde das ja bedeuten, ich müsste sie über Ärzte abgeben, verschreiben lassen. Und das ist schon aus praktischen Gründen überhaupt nicht möglich. Ich selber bin Apotheker und was mir auch nicht gefallen hat, ist, als Apotheker sollte mir das eigentlich gefallen, aber wenn ich mir das jetzt praktisch vorstelle, ist, Drogen über Apotheken abzugeben. Ich möchte nur sagen, dass wir Apotheker schon relativ hilflos unseren vielen Tabletten-, Medikamentenabhängigen gegenüberstehen und wir werden völlig überfordert, weil wir gar nicht die kulturellen und sozialen Hintergründe kennen, bei denen Drogen konsumiert werden. Jetzt Ecstasy oder Amphetamin an Partydrogengebraucher sozusagen abzugeben. Ja, und ich denke, was mir auch gefehlt hat, ich bin auch in dem Arbeitskreis tätig, der Monika Herrmann, also die Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg, berät, da jetzt Coffeeshops am Görli aufzumachen. Ich finde, bei Regulierungsmodellen, die jetzt die Distribution, also die Verteilung betreffen, muss man wirklich angucken, wo sind die Probleme. Zum Beispiel bei Cannabis, es kann Abhängigkeit bestehen, es können sich Psychosen entwickeln. Und ich glaube, wenn man Regulierungsmodelle entwickelt, muss man sich diese Probleme angucken und überlegen, wie kann man die durch eine gute Regulierung, wie kann man denen entgegenwirken. Also zum Beispiel durch Früherkennung, Frühintervention. Ja, und das habe ich vermisst in dem Vortrag. Vielen Dank. I've been asked to answer this in a very short amount of time, and it's your questions and comments open up a huge complexity in terms of how we deal with drugs in a post-prohibition world. Also, man hat mir gerade gesagt, ich muss mich kurz und knapp fassen angesichts der Zeit. Was Sie gesagt haben, Ihre Frage, Ihre Anmerkung, die öffnen mehr oder weniger die Box der Pandora, was zum Beispiel die Komplexität betrifft und wie man diese Fragen angeht. So there are two things I want to say. The first one is that this is a process of development,
And I think that getting into this kind of dialogue and discourse is crucial to taking us to a point where we have the best regulation and control that we can get, knowing that it won't ever be perfect. Ja, also es gibt zwei Wege. Erstens mal, was wir machen müssen, wir müssen mehr oder weniger einen Dialog entwickeln, zu einem Dialog kommen, und das ist wichtig, sodass man dann die beste Regulierung und die beste Regulierungskontrolle, die machbar ist, erhält. Und wir müssen aber immer wissen, die wird nie perfekt sein. The second point is that we have to work on this now, because the systems of regulation are being set up. In Uruguay they're being set up, in Washington they're being set up, in Colorado they're being set up, and they've already been set up for medical cannabis. Und wir müssen jetzt handeln, denn es gibt schon mehr oder weniger die Fundamente, die man in Uruguay gelegt hat, in Washington, in Colorado, und das ist etwas, was wir gerade für Cannabis in diesem Sinne machen müssen. Lastly, I presented a very simplified view of how we have imagined, and let's face it, we made it up. We just invented it. Yes, we spoke to other experts, but it's the start of a conversation. But the book itself presents far more detail, far more evidence, and far more ideas that begin to deal with some of the issues that you've raised. Ja, und das Letzte, was ich sagen wollte, was ich Ihnen hier angesichts der Zeit vorgestellt habe, ist eine sehr vereinfachte Darstellung, so wie wir uns das vorstellen. Wir haben nicht das Rad neu erfunden, wir haben mit vielen Experten gesprochen und so weiter und so fort. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ein Anfang, und ich habe Ihnen ja dieses Buch vorgestellt, und wenn Sie möchten, können Sie sich das nehmen. Da sind sehr viel mehr Einzelheiten drin, da sind sehr viele Ideen drin und natürlich auch Nachweise. So I'd strongly recommend that you get a copy of the blueprint and read it fully and get into dialogue with me, and I'd really enjoy doing that. Also ich würde mal empfehlen, nehmen Sie sich diese Blaupause, dieses Blueprint, lesen Sie sich durch, und wenn Sie das gemacht haben, dann kontaktieren Sie mich und wir können darüber reden. Jenny Kushlick, once again, thank you very much for this interesting presentation. Wir liegen wunderbar in der Zeit.